Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich schlage vor, dass wir pünktlich anfangen. Wir haben einen strengen Zeitplan, 5 Referenten und wir wollen versuchen, da durchzukommen und auch am Schluss noch Zeit zu lassen für Fragen. Mein Name ist Martin Ploss, ich komme vom Energieinstitut Vorarlberg und darf diese Session moderieren. Die Session handelt vom Thema Nachhaltigkeit, Passivhaus und Nachhaltigkeit. Und wir werden verschiedene Aspekte dieses Themas Nachhaltigkeit behandeln in verschiedenen Vorträgen, die sich sehr gut ergänzen werden. Und den Start macht Benjamin Krick, langjähriger Mitarbeiter vom Passivhaus-Institut, jetzt Klimamanager der Stadt Riedstadt in der Nähe von Darmstadt. Und er wird uns vorstellen Ergebnisse der 2 Arbeitskreissitzungen, die im letzten Jahr stattgefunden haben am Passivhaus-Institut, wo sich das Passivhaus-Institut beschäftigt hat mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie hängen Betriebsenergie, Herstellungsenergie und CO2-Speicherung in Bauteilen, wie hängen die zusammen, wie ist die Gewichtung, was müssen wir beachten, wie können wir die Passivhaus-Definition beibehalten und ergänzen um diese Aspekte. Bitte schön, Benjamin. Ja, einen schönen guten Vormittag. Schön, dass so viele da sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke, Martin, für die kurze Einführung. Den Beitrag, das ist eine relativ kurze Zusammenfassung aus den Arbeitskreisen 58 und 60, die wir letztes und vorletztes Jahr bearbeiten durften, aus Mitteln finanziert des Hessischen Wirtschaftsministeriums. Und vorbereitet haben den Beitrag Wolfgang Feist und ich gemeinsam. Sie haben es gerade schon gehört, ich bin nicht mehr am Passivhaus-Institut beschäftigt, aber dem Passivhaus-Institut noch sehr verbunden. Genau, nachhaltig bauen und sanieren haben wir diesen Vortrag genannt. Sanieren ist oder modernisieren ist besonders wichtig, das hat die Frau Oerge-Vorsatz gestern schon gesagt. Und ich fand es spannend, dass sie dieses Thema Lebenszyklus auch mit einem Zitat aufgegriffen hat. Das kommt ganz zum Abschluss nochmal, zumindest mündlich, weil es eine ganz schöne Zusammenfassung davon gibt, was ich Ihnen jetzt hier auch vorstellen möchte. Nachhaltig bauen und sanieren, was brauchen wir dazu? Wie kriegen wir nachhaltige Gebäude hin? Das kann man relativ einfach runterbrechen und genau dazu ist dieser Vortrag auch da, relativ einfach und klar zu machen, was die Strategien für die Zukunft sind. Dazu brauchen wir, und das ist vollkommen klar, erstmal einen Stopp der Kohlenstoffverbrennung und zwar, und das ist für uns also ein sozusagen neues Postulat gewesen, egal ob jetzt fossil oder erneuerbar oder aus Abfall, Stopp der Kohlenstoffverbrennung, denn der Atmosphäre ist völlig egal, woher dieses Kohlenstoffmolekül kommt, ob das jetzt aus Abfall oder aus Holz oder aus Erdöl kommt. Die Wirkung ist genau die gleiche. Das zweite wichtige Thema ist die Effizienzrevolution und diese Effizienzrevolution, die erstreckt sich ja in der Passivhauswelt klassischerweise auf den Betriebsenergiebedarf. Und das kriegen wir natürlich vollkommen klar hin durch den guten Wärmeschutz, aber auch durch die Wärmerückgewinnung in der Lüftung. Das ist bekannt und immer bekannter wird, dass auch aus dem Abwasser relativ gut Wärme zurückgewonnen wird. Das kann nochmal so etwa 1/4 des Wärmebedarfs im Passivhaus ausmachen. Zur Effizienzrevolution gehört auch der Einsatz von Gebäudetechnik neben der Lüftung, neben der Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser, nämlich Wärmepumpe und Kraft-Wärme-Kopplung. Ich gehe nachher nochmal darauf ein, warum das so wichtig ist, dieses Thema. Und das ist jetzt hier dann doch noch etwas neuer, die effiziente Konstruktion und die effizienten Materialien. Das gehört für uns eben zu dieser Effizienzrevolution dazu, auch Materialien so einzusetzen, dass möglichst wenig Energie, möglichst wenig Material auch benötigt wird für die Herstellung
der Gebäude. Das ist die Effizienzrevolution. Das nächste sind die erneuerbaren Energien, in aller Regel in Form von Photovoltaik. Wer von Ihnen die Kosten von Photovoltaik in den letzten 2 Jahren speziell etwas verfolgt hat, der sieht, die Modulpreise haben sich geviertelt. In Summe ist es vielleicht eine Halbierung der Kosten für PV. Da kann die Solarthermie im Normalfall nicht mehr mithalten. In Sonderfällen ist es aber sicherlich sinnvoll, auch Solarthermie zu betrachten. Und das sind jetzt für das nachhaltige Bauen und Sanieren die sozusagen Grundvoraussetzungen. Und dann gibt es noch ein paar zwei weitere wichtige Punkte, die aber nicht Grundvoraussetzungen sind aus unserer Sicht, sondern unterstützend. Und das ist die Kohlenstoffspeicherung im Gebäude, vor allem durch erneuerbare Baustoffe wie beispielsweise Stroh. Ich lagere also Kohlenstoff im Gebäude ein, entziehe es dadurch der Atmosphäre und so halte ich auch den Klimawandel ein bisschen auf. Und wenn das eben im Zyklus passiert, und das ist der nächste Punkt, die Kreislaufwirtschaft, dann gelingt es eben auch, den Kohlenstoff auf lange Zeit im Gebäude oder woanders zu binden und ihn eben nicht in die Atmosphäre zu entlassen. Und das ist eben entscheidend dafür, dass auch hier an dieser Stelle der Klimawandel ein bisschen verlangsamt wird, kann aber, und deshalb hier unterstützend und nicht Voraussetzung, die Energieeffizienz auf keinen Fall ersetzen und die erneuerbaren Energien auch nicht. Ja, was gehört zum Lebenszyklus? Ganz kurz natürlich die Produktion der Rohstoffe, aber auch und gerade der Aufwand des Betriebs und der Aufwand für den Abriss, aber nicht alles, was hinterher passiert. Also die Nachnutzung von Baustoffen, die gehört aus unserer Sicht nicht zum Lebenszyklus, sondern ist ein nachgelagerter Prozess. Warum? Weil wir heute noch gar nicht wissen, was mit den Materialien, mit den Baustoffen passiert, die wir wenn es gut läuft, 80 oder 100 Jahren dann wieder zur Verfügung haben, dann hoffentlich im Sinne des Urban Minings als neue oder gebrauchte Rohstoffe, die eben zurück in den Zyklus kommen. Vermeiden sollten wir allerdings Baustoffe und auch Technologien, die eben desaströse Folgewirkungen haben können. So ein bisschen desaströs die Folgewirkung könnte zum Beispiel HBCD sein in Dämmstoffen. Das ist in Styropor zum Beispiel seit 2015 in Deutschland gar nicht mehr erlaubt. Nur als kleines Beispiel. Eine andere desaströse Folgewirkung wäre die Nutzung von Kernenergie zum Beispiel. Also das schließt sich da in puncto Nachhaltigkeit zumindest aus unserer Sicht auch aus, genauso wie die Emissionen von CO2. Genau, relevant davon sind der Gebäudebetrieb, die Produktion der Rohstoffe. Das ist eigentlich das, was hier zählt. Und wenn wir uns dann, diese Folie hat in ähnlicher Weise Jürgen Schnieders auch schon gezeigt, die Verteilung der Endenergie anschauen, die globale, dann sehen wir eben, dass 30%, nämlich hier 8 plus 22% auf den Betrieb von Gebäuden entfallen und 5% auf die Bauindustrie inklusive Tiefbau. Das heißt, dominant ist hier tatsächlich der Gebäudebetrieb und deshalb ist auch der Fokus auf die Betriebsphase der richtige. Und das adressiert eben Passivhaus und Enefit besonders gut. Nochmal zur Verdeutlichung, auch die Grafik hat Jürgen Schnieders schon in ähnlicher Form gezeigt. Wie kommen wir runter mit dem Heizwärmebedarf als jetzt identifizierten primären Ansatzpunkt? Dadurch, dass wir wirklich gut bauen. In der Grafik sehen wir hier das alte GEG, das neue ist nicht deutlich besser, wie sich der Gebäudebestand, der Energiebedarf im Gebäudebestand entwickeln würde nach diesem Gesetz. Dann gab es in Deutschland 2021 im Koalitionsvertrag durchaus hoffnungsvolle Aussichten. Das würde dann hier in etwa stattfinden. Sie sehen, Enefit und Passivhaus voll umgesetzt ist noch deutlich weniger. Das ist nachhaltig, das ist die Zielrichtung, die wir brauchen. Leider ist es in Deutschland so, dass sich noch nicht mal die Absichten hier aus dem Koalitionsvertrag dann wirklich im neuen GEG niedergeschlagen haben. Das ist bedauerlich. Ja, wie kommen wir auf diese
deutlich reduzierten Energiebedarfe. Natürlich durch eine intelligente Planung. Und da sind Sie alle gefragt. Vor allem im Neubau geht es darum, hier mehr Kompaktheit zu schaffen, solare Ausrichtung und dergleichen. Die Wärmerückgewinnung ist auch ein wichtiger Punkt, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich die Verbesserung der Gebäudehülle. Und um diese Verbesserung der Gebäudehülle zu erreichen, vollkommen klar, da brauchen wir Material. Und um dieses Material herzustellen, brauchen wir sozusagen ein Vorab-Investment an Energie, an Material, um anschließend dann wirklich mit dem Energiebedarf runterzukommen. Das ist also der Beitrag, den hier die Baumaterialien leisten können, als sozusagen Vorab-Investition, die sich dann später gut zurückzahlt. Und hier nochmal der Punkt, Gebäude möglichst lange zu nutzen. Wolfgang Feist hat das im Rahmen des Arbeitskreises nochmal untersucht, wie lange halten denn Gebäude in etwa statistisch in Deutschland, und dazu hat er ein Modell aufgesetzt und die beste Korrelation zum heutigen Bestand und den Modellen findet eben bei 128 Jahren Nutzungszeit statt. Die von verschiedenen Regelwerken festgelegten 20 bis maximal 40 Jahre sind hier wesentlich zu kurz gegriffen. Tatsächlich ist es so, statistisch gesehen hält ein Gebäude in Deutschland 128 Jahre. Ein Wohngebäude. Genau, so ist also eine Sanierung, insbesondere dann, wenn sie zukunftsfähig ist, also in Richtung des EnerPHit-Standards geht, nichts anderes als eine Nutzungs- und Lebenszeit verlängernde Maßnahme, die gleichzeitig auch noch den Charakter unserer Städte und unserer liebgewonnenen, hoffentlich liebgewonnenen gebauten Umwelt dann erhalten kann. Womit heizen wir in Zukunft? Könnte Bioenergie eine nachhaltige Alternative sein? Etwas provokant gefragt. Naja, erstmal gibt es eine starke Nutzungshierarchie zum Thema Lebensmittel. Und es ist natürlich viel besser, biobasierte Materialien zu verbauen, anstatt sie zu verbrennen, weil, auch wenn wir das eigentlich im Sinne der Kreislaufwirtschaft nicht möchten, mit einem Material, das ich heute baue, das kann ich vielleicht in 80 Jahren noch verbrennen. Ein Material, das ich heute verbrenne, mit dem kann ich in 80 Jahren nicht mehr bauen. Also vollkommen klar, besser verbauen als verbrennen. Außerdem wollen wir alles Erdöl ersetzen durch irgendetwas und die Biomasse ist da wirklich der Lieferant von Rohstoffen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann brauchen wir Treibstoffe auch noch in der Luftfahrt oder auch im Schiffsverkehr, aber sicherlich nicht im Gebäude und deshalb ist das Verbrennen von Biomasse in Gebäuden auch keine gute Idee. Aber was bleibt denn? Was bleibt denn, wenn wir weder fossile noch biologische Brennstoffe verbrennen wollen? Dann bleibt ja nur noch Wind und Wasser und Sonne und da mache ich jetzt einen kleinen Vergleich. Wie mit diesem erneuerbaren Strom geheizt werden könnte. Das ist einmal, ich kann aus diesem Strom erneuerbares Gas machen. Da habe ich einen relativ schlechten Wirkungsgrad, so in etwa 56%. Das heißt, aus 100% erneuerbarem Strom kriege ich nur noch 56% Gas. Das geht dann zu Hause in den heimischen Gaskessel, davon gibt es dann Verluste und ich bekomme aus diesem 100% erneuerbarem Strom dann am Schluss 51% Wärme raus. Jedem Ingenieur graut es vor solchen Wirkungsgraden. Schauen wir, ob es besser geht. Ja, es geht besser. Und das, was Sie jetzt hier sehen, das ist das, was das Passivhaus-Institut mit diesem PER-Konzept angedacht hat, wonach EnerPHit und Passivhäuser bewertet werden seit 2015 oder alternativ bewertet werden können. Und da habe ich eben eine relativ hohe direkte Versorgung, vor allem aus Windkraft im Winter, wenn es ums Heizen geht. Das sind diese 22%, die quasi direkt geliefert werden können an die Verbraucher. Und dann brauche ich eben Speicher, einen Kurzzeitspeicher mit einer mäßigen Effizienz, einen Langzeitspeicher mit einer schlechten Effizienz. Und so bekomme ich dann über diesen Umweg Strom aus den 100% erneuerbarem Strom, immerhin 56% Strom, den ich dann tatsächlich im Winter auch zum Heizen einsetzen kann. Jetzt könnte man sich fragen, 58% Strom oder 56% Gas, das bringt ja nicht viel Unterschied, warum dann der ganze Aufwand? Naja, wegen der Wärmepumpe, die, wenn es gut läuft, auch im Bestand
mit einem Teil Strom 3 Teile Wärme nutzbar macht, so ist es hier gerechnet, und ich dann eben aus diesem 100% erneuerbarem Strom 174% Wärme bekomme. Ja, das ist Teil der Effizienzrevolution, wie ich Edelenergiestrom sozusagen vernünftig nutzen kann. Und dann entsteht in diesem Speicherprozess, in diesem Langzeitspeicherprozess durch Wiederverstromung zusätzlich Wärme, die kann ich auskoppeln. Das sind hier 7%, sodass ich eben in Summe auf etwa 180% Wärme aus 100% Strom komme. Und das ist ein Faktor 3,5 und der ist entscheidend, ja, weil wir eben, wenn wir tatsächlich über diesen Gaspfad ausschließlich gehen würden, 3-mal mehr erneuerbare Energien brauchen würden. Und das schaffen wir einfach nicht. Ja, deshalb ist das so wichtig. 7% kommt dann sozusagen aus dieser für den Strombedarf notwendigen Kraft-Wärme-Kopplung, 7%. Das ist nicht wirklich viel. Trotzdem ist die Nahwärme auch als Teil der Kraft-Wärme-Kopplung natürlich eine wichtige Säule der Energiewende, der Wärmewende. Aber bitte immer im Kopf halten, diese 7%, die dann ja eigentlich nur noch etwa 4% sind, weil 180% Wärme. Extra für die Fernwärme irgendwelche Energien zu verbrennen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Großwärmepumpen ist meistens fraglich, weil ich hohe Übertragungsverluste habe. Das bedeutet, die Standardanwendung wird in Zukunft die Wärmepumpe sein. Und aus meiner Sicht wird es die Luft-Wasser-Wärmepumpe sein, denn Erdwärmepumpen sind einfach viel zu teuer. Und jetzt sind wir beim Thema Gebäudetechnik und da haben Wolfgang Hasper und Magdalena Patina im Arbeitskreis 60 eine sehr interessante Arbeit gemacht. Sie haben sich angeschaut, wie ist denn so die graue Energie, der Bedarf an Herstellungsenergie für unterschiedliche Heizsysteme in einem Einfamilienhaus in diesem Fall. Und würde ich nur den Kessel tauschen in einem alten Gebäude, einen Gaskessel, einen neuen Gaskessel statt des alten einbauen, naja, dann brauche ich nicht wirklich viel Energie hier. Ne? Wenn ich eine Wärmepumpe in diesem alten Gebäude einbaue, dann braucht die Wärmepumpe mehr Energie für die Herstellung und ich muss zusätzlich die Heizkörper austauschen, die ja in aller Regel aus Stahl sind. Und Stahl braucht eben sehr viel Energie für die Herstellung. Das heißt, ich brauche hier eine massive Investition an Herstellungsenergie, um diese Wärmepumpe herzustellen. Ertüchtige ich das Gebäude zuerst, dann brauche ich keine neuen Heizkörper, wenn es gut läuft, und dann brauche ich viel weniger Herstellungsenergie. Im Neubau auf Passivhausniveau ist das eigentlich dann ähnlich. Hier kommt natürlich noch ein bisschen mehr für das Wärmeverteilsystem dazu, dass ich beim Altbau, wenn es gut läuft, weiter nutzen kann. Ja, Herstellungsenergie von Wärmepumpen, von Haustechniksystemen war das jetzt. Jetzt kommt noch ein kleiner Blick auf die Herstellungsenergie von Dämmstoffen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist in Schwarz die Herstellungsenergie für ein EPS bei entsprechendem U-Wert. Je niedriger der U-Wert, umso dicker die Dämmung, umso mehr Herstellungsenergie brauche ich, aber umso weniger Wärmebedarf habe ich dann natürlich auch im Betrieb. Das sind hier die roten Balken und dann bildet sich ein sozusagen Energieoptimum. Das haben wir hier bei einem U-Wert von 0,06 ausgerechnet, entspricht 53 cm Wärmedämmung, würde in der Praxis nicht gemacht werden, aus baupraktischen Gründen, auch aus Kostengründen. Wir empfehlen weiterhin eben das ökonomische Optimum oder so einen U-Wert zwischen 0,12 und 0,16 Watt pro Quadratmeter Kelvin für die Wand. Für Dächer gerne ein bisschen weniger. Wenn ich mir einen anderen Baustoff anschaue, Baustoff in Anführungszeichen, Stroh in diesem Fall, dann würde dieses Energieoptimum bei einer Dämmstärke von etwa 2,50 Meter liegen. Also völlig jenseits, da spielt es einfach keine Rolle. Ja, da spielt die Herstellungsenergie noch weniger eine Rolle als beispielsweise beim EPS. Und ich kann beim Stroh zusätzlich noch eben den Kohlenstoff im Gebäude einlagern. Und das geht nicht nur für
den Neubau, sondern auch für die Modernisierung. Es gibt verschiedene Elemente, die ich beispielsweise vor die Fassade hängen kann, die strohgedämmt sind, oder es gibt diese Strohanker, auch ganz interessant, zwischen die dann Strohballen eingebaut werden können, die dann anschließend entweder verputzt werden können oder wie hier mit einer hinterlüfteten Fassade versehen können. Das ist also, denke ich, eine gute Idee. Funktioniert übrigens auch im Dachbereich, aber natürlich kann ich nachwachsende Dämmstoffe nicht überall verwenden und nachwachsende Materialien sind auch endlich. Das heißt, auch hier ist es wichtig, pfleglich mit ihnen umzugehen, möglichst wenig dieser Materialien einzusetzen, dass sie eben möglichst weit reichen. Und auch aufgrund dieser begrenzten nachwachsenden Ressourcen denken wir, dass auch der Massivbau Chancen hat. Beispielsweise, wenn es um Brandschutz und um Schallschutz geht. Diese Grafiken zeigen jetzt hier jeweils zwei Decken, einmal als Massivkonstruktion, einmal als eine massive Holzdecke. Und Sie sehen hier in Grau, das ist die tragende Konstruktion, hier in Gelb sind weitere Materialien, das ist der Herstellungsenergiebedarf. Und der Herstellungsenergiebedarf für diese massive Betondecke ist tatsächlich deutlich geringer als der für die Holzdecke mit allem Drum und Dran, mit allen Schallschutzmaßnahmen. Was wir aber hier auch sehen, das sind die Emissionen. Die sind deshalb bei der Holzkonstruktion deutlich geringer, weil eben im Material Kohlenstoff eingelagert und somit sequestriert wird. Bei der Wand sieht es ganz ähnlich aus. Wenn sie Brandschutz haben soll, diese Holzständerwand, dann brauche ich eben massiv brandschützende Bauteile, Gipsfaserplatten zum Beispiel, und dann ist der Herstellungsenergiebedarf tatsächlich höher als der von optimierten massiven Konstruktionen. Und preiswerter ist es auch noch. Das heißt, nichts anderes als, dass massive Konstruktionen auch in Zukunft aus unserer Sicht bleiben werden, eine gute Chance haben und auch sinnvoll sind einzusetzen. Zum Schluss möchte ich Ihnen ganz kurz noch ein Beispiel vorstellen, an dem ich Ihnen die genannten Punkte nochmal erläutern möchte. Das ist ein Reihenhaus hier, ursprünglich als Passivhaus gebaut. Wir vergewaltigen das jetzt ein bisschen und schauen uns das an als ein Gebäude, das 1977 gebaut worden ist und das modernisiert worden ist auf GEG-Standard, mittlere Qualität nenne ich das dann später, und auf Enerfit, und das Ganze dann eben nochmal im Neubau als Standard, Neubau, mittlere Qualität und als Holzbau, Passivhaus. Ein Beispiel hier ist noch die Decke, das Dach wird also saniert. Ursprünglich das Dach 1977 hat einen U-Wert von 0,45, ist schon nicht ganz so schlecht. Und das, was Sie jetzt hier als orangene Säule sehen, das ist der Energiebedarf im Betrieb. Herstellungsenergiebedarf gibt es hier nicht, weil das Dach ja schon da ist. Und der schwarze Punkt, das sind wieder die Emissionen, in diesem Fall auch nur für den Gebäudebetrieb. Und wenn ich dieses Dach jetzt ertüchtige, indem ich auf 0,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin dämme, eben nach GEG oder mittlere Qualität, dann setze ich hier im Zwischenraum zwischen den Sparren eine neue Dämmung aus, in diesem Fall Mineralwolle ein, und obendrauf kommt eine Holzweichfaserplatte, nochmal mit 8 cm sind das hier, glaube ich. Und dann sinkt, das ist klar, dieser orangene Balken wird deutlich kleiner. Dafür kommen hier die Herstellungsenergiebedarfe dazu, und das ist einmal die Dämmung hier in grün und einmal weiteres, und dieses weitere, das sind insbesondere die neuen Dachziegel, die ja gebrannt werden müssen und deshalb einen hohen Energiebedarf haben. In der Passivhaus-Variante, da lasse ich die alte Dämmung drin, das spielt aber keine große Rolle, und ich dämme jetzt hier mit einer Stroheinblasdämmung. Hier habe ich gerade ein Tütchen gesehen, Stroheinblasdämmung, genau, kann da besichtigt werden. Ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller, ich will auch gar keine Werbung machen. Genau, und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass hier die Ziegel wiederverwendet werden. Wir reden ja sehr viel davon, dass Baustoffe recycelt werden können, und wenn es dann ans Konkrete geht, dann tritt immer die Frage auf, was an dieser Stelle recyceln
kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe ähnliche Vorträge schon ein paar Mal gehalten und jedes Mal kommt dann eben, nein, Ziegel recyceln, das geht nicht. Dann frage ich Sie aber, was denn sonst? Wo denn sonst? Wo ist es einfacher, einen alten Baustoff wiederzuverwenden, als auf der gleichen Baustelle wenige Tage oder Wochen später? Sie haben bis auf das Ab- und Neuaufdecken keine Logistik. In allen anderen Fällen haben Sie die. Also ich glaube, wenn diese Kreislaufwirtschaft funktioniert, dann funktioniert sie wirklich, wenn dann vor Ort. Ja, und das wird natürlich belohnt, die anderen Dämmstoffe, das sozusagen Materialrecycling oder die Wiederverwertung in einem Herstellungsenergiebedarf, der hier an Null grenzt. Und klar, durch den besseren U-Wert habe ich weniger Energiebedarf im Betrieb und das sind hier in diesem Fall Energieeinsparung inklusive Herstellung von 70%. Und bei dem CO2 ist es sogar noch ein bisschen mehr. Warum? Weil ich hier eben Material in der Konstruktion, Kohlenstoff in der Konstruktion einlagern kann. Und interessant ist auch, dass der Unterschied im Herstellungsenergiebedarf zwischen dieser mittleren Qualität Konstruktion und der hohen Qualität, wo ich eben auch nochmal auf die Materialien, auf Recycling achte, bei 80% Einsparung liegt. Das heißt, es kommt überhaupt nicht auf den Energiestandard drauf an, wie hoch der Herstellungsenergiebedarf ist, sondern eben auf die Intelligenz in der Planung und auf den Willen in der Planung. Schauen wir uns die Gebäudetechnik an, im Beispiel der Modernisierung. Da haben wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Jahresarbeitszahl wird beim Enerfit logischerweise besser, weil da die Vorlauftemperaturen geringer sein können. Neue Heizkörper kommen nur bei der mittleren Qualität und bei der Wärmeschutzverordnung 77 dazu, nicht aber beim Enerfit. Die Leitungsdämmung ist beim Enerfit besser, so wie wir das normalerweise machen wollen im Passivhaus. Und hier beim Enerfit ist zusätzlich noch eine Duschwasser-Wärmerückgewinnung eingebaut. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das eine gute Idee ist, zusätzlich zur Lüftungswärmerückgewinnung. Und das sind jetzt die Herstellungsenergiebedarfe für diesen unterschiedlichen Sanierungsvarianten. Und interessant ist erstmal dieser grüne Balken, das ist nämlich die Gebäudetechnik, also die Wärmepumpe. In dem Fall hier nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch die neuen Heizkörper, die eben gebraucht werden, wenn nur die Wärmepumpe getauscht wird. Und jetzt springe ich gleich hier auf dieses Enerfit-Gebäude, weil ich nur noch 3 Minuten habe. Und da ist eigentlich das Interessante, dass die komplette Enerfit-Sanierung einen geringeren Bedarf an Herstellungsenergie hat als nur der Heizungstausch. Und das ist etwas, was wir mehrfach überprüft haben, weil wir es uns auch nicht vorstellen konnten, aber trotz dieser mehrfachen Überprüfung ist es bei diesen Werten geblieben. Und das finde ich sowas von ermutigend, ja, dass ich eben durch eine hohe Energieeffizienz, durch eine intelligente Planung mehr Energie einsparen kann, auch schon in der Herstellung der Komponenten, als wenn ich nur stumpf die Wärmepumpe wechsle. Und deshalb ist es auch wirklich nicht so richtig in Ordnung aus meiner Sicht, wie in Deutschland gefördert wird. Da werden die Wärmepumpen nämlich deutlich besser gefördert als alle Maßnahmen an der Gebäudehülle. Ich springe jetzt da ein bisschen schneller durch. Und diese Grafik ist jetzt Herstellungsenergie inklusive Betriebsenergie. Und da sehen Sie jetzt, auch beim Enerfit dominiert die Betriebsenergie und zwar sehr. Ohne Haushaltsstrom ist es jetzt. Und die Herstellungsenergie spielt eine untergeordnete Rolle in der Sanierung. Und wir schauen uns jetzt noch ganz schnell an den Neubau. Ich spring drüber, tut mir leid. Die vorletzte Grafik ist diese, die vergleicht nämlich jetzt den Altbau, die sanierten Varianten und die Neubauvarianten. Das ist hier, wo ist meine Maus? Da, genau. Der Altbau, wieder nur Wärmepumpe ausgetauscht, ansonsten nur Betriebsenergie, saniert auf mittlere Qualität. Da sieht man hier so ein bisschen den Bedarf an grauer Energie auch. Wir sehen, dass das Enerfit
am besten dasteht, dann ist das hier der Neubau in mittlerer Qualität und im Massivbau und das Passivhaus. Sie sehen, vom Herstellungsenergiebedarf gibt sich das nicht viel. Und was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist eigentlich die zweite Überraschung, die wir erlebt haben, nämlich, dass, das wissen Sie aus Ihrer eigenen Praxis, Sie können einen Altbau nie so gut sanieren, wie Sie ein Gebäude neu bauen könnten, wenn es wirklich um den Betriebsenergiebedarf geht. Hier das Enerfit mit einem etwas höheren Heizwärmebedarf oder Betriebsenergiebedarf als das Passivhaus, dafür mit etwas weniger Herstellungsenergie, der Neubau mit etwas mehr Herstellungsenergie, dafür etwas weniger Betriebsenergie, aber am Schluss kommt es in etwa auf das Gleiche raus. Das heißt, es ist keine Sünde, neu zu bauen. Es bleibt möglich, neu zu bauen, aber natürlich ist es besser, statt eine gute Bausubstanz wegzureißen, die zu ertüchtigen. Und jetzt die allerletzte Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, da kommt jetzt der Haushaltsstrom dazu und es kommt eine Photovoltaikanlage dazu. Die Photovoltaikanlage, das ist diese hier. Und Sie sehen, da ist der Herstellungsenergiebedarf der Photovoltaikanlage allein in der Größenordnung des restlichen Gebäudes. Aber dafür bringt die Photovoltaikanlage, das ist jetzt im Jahreszyklus, auch ordentlich viel Energie und beim Enerfit und beim Passivhaus eben mehr, als verbraucht wird. Über das Jahr gerechnet, allerdings mit der PER-Systematik, da sind die Speicherverluste also schon mitgerechnet. Und was Sie auch sehen, ist, dass es tatsächlich einen negativen Energiebedarf gibt, einen negativen PER-Bedarf. Das darf ich machen. Ich darf PER-Betrieb und PER-Erzeugung verrechnen, weil eben da schon die Speicherfaktoren eingerechnet sind. Ich habe da also mehr Energieerzeugung als Energiebedarf und damit kann ich etwas tun. Ich kann entweder E-Autos fahren, wie auch immer sie dann aussehen, oder ich kann CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, irgendwann, wenn wir genug Energie haben. Und das ist etwas anderes, was ich wirklich sehr ermutigend finde, dass wir tatsächlich nicht nur klimaneutral werden können, sondern sogar klimapositiv, dadurch, dass wir am Gebäude eben mehr Energie erzeugen, als wir verbrauchen. Und diese zusätzliche Energie, die können wir verwenden, um das Klima zumindest ein Stück weit zu heilen. Und das ist vielleicht auch die Botschaft an alle, wir sind nicht nur Architekten und Energieberater, wir können auch Heiler sein. Dankeschön.